Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe mich für euch auf die Suche gemacht nach richtigen Power Freshies, also Düfte, die im Sommer erfrischend sind, aber die eine wirklich gute Haltbarkeit und Performance haben. Weil mal ganz ehrlich, ist gar nicht leicht, so einen Duft zu finden, der das verspricht, weil eben diese aquatischen, zitrischen Düfte oft einfach schnell verfliegen. Insofern hoffe ich, dass ich auch für dich einen Duft mit dabei habe, der dich vielleicht gerade jetzt in der warmen Jahreszeit mit begleiten darf. Und der allererste Duft, den ich dabei habe, ist der Percival von Parfums de Marly. Und ja, ich muss sagen, ich habe ein paar Düfte von Parfums de Marly und auch Xerjoff mit dabei, weil das sind einfach Marken, die wirklich Düfte mit einer tollen Performance anbieten. Und warum sollte man darauf im Sommer verzichten wollen? Ich jedenfalls nicht. So, jetzt aber zum Percival. Wow, sehr erfrischend, sehr frisch, aber im ersten Riechen für mich auch würzig. Wir haben Pfeffer, wir haben aromatische Noten, schön unterspritzt eben mit Bergamotte und was zitrisch und leicht fruchtigen. Das ist für mich so ein wirklich schöner, klassisch männlicher Duft. Also da kommen bei mir wirklich Assoziationen in den Kopf von einem gepflegten Mann, wie so ein bisschen Aftershave-Vibes, wie so ein schöner Freshie eben, der gut zu einem Mann passt. Helle Assoziationen, leicht grüne Nuancen, die mir in den Kopf kommen und eben was schön Würziges. Was auch schön zart rauskommt, ist ein schöner Lavendel. Ich persönlich liebe Lavendel. Er ist nicht muffig, weil er wird eben schön unterlegt durch diese frischen, erfrischenden Vibes. Also ich finde, das ist wirklich ganz, ganz toll komponiert. Der Duft wird im Verlauf so ein bisschen herb. Also es ist für mich schon ein herber Männerduft, aber eben unterstrichen mit einem schönen Lavendel und leicht blumigen Nuancen, aber wirklich, die geben nur einen kleinen Teil damit rein. Der bleibt für mich blau, grün, leicht lila durch den Lavendel und eben herb, würzig. Schöner Duft, toll für den Alltag, ganz, ganz unkompliziert zu tragen. Also das ist wirklich ein Immergeher-Duft für mich, der aber eine wirklich richtig gute Haltbarkeit hat. Und wenn wir von Haltbarkeit sprechen, darf der nächste nicht fehlen. Und zwar ist es von Xerjoff, der Ouden. Und ja, das ist vielleicht so ein besonderer, nicht ganz so typischer Sommer-Freshie, wie ich finde, aber das macht ihn auch besonders. Das ist ein geiler Start. Wir haben hier Zitrone in Kombination mit Grapefruit, aber schon im ersten Riechen so eine leichte Rumnote. Also der ist nicht ganz so der klassische Freshie, wie der Duft, den wir gerade von Parfums de Marly gerochen haben, sondern der ist da schon auch in gewisser Weise frisch, aber wir bekommen so ein bisschen mehr Körper mit rein. Das ist nicht der klassische Duschgel-Vibe, sondern der Ouden, das ist schon wirklich ein sehr besonderer, frischer Duft. An alle, die jetzt sagen, ist die Lisa jetzt komplett verrückt geworden, die bringt für ein Sommerdüfte-Video so einen Duft mit Rum mit. Ja, ich finde, der funktioniert super in der warmen Jahreszeit, weil der Rum, der gibt nur so eine spezielle Nuance mit rein. Das ist kein Gourmand, das ist wirklich ein erfrischender, zitrischer Duft mit eben leichten Rumnoten und er wird so ein bisschen runder und vollmundiger auch, weil wir eine Vanille mit reinbekommen. Also wir haben schon so ein paar klassische Gourmand-Noten vielleicht mit drin, aber es ist kein schwerer Gourmand, vertraut mir. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Ouden auszuprobieren. Für mich ist der Ouden wirklich ein Duft, wo sich viel tut und wo man immer was Neues rausriecht. Wir haben nämlich auch ganz leichte Kaffeenuancen, aber es ist jetzt halt nicht so, dass man den Duft aufträgt und man kriegt alles in your face, sondern man muss der Entwicklung auf der Haut vertrauen, immer mal wieder dran riechen und dann wirst du wirklich immer mal wieder im Duftverlauf was anderes riechen. Super spannend, schön, für mich auch einen leicht männlichen Touch, kann aber auch gut von Frauen getragen werden. Also give it a try. Auch im nächsten Duft ist tatsächlich Lavendel mit drin. Wir gehen aber so ein bisschen in eine etwas grünere Richtung mit dem Torino 21 von Xerjoff. Auch ein richtig cooler Sommer-Freshie. Ich muss einfach sagen, ja, Xerjoff, aber auch Parfums de Marly, aber keine Sorge, da kommen auch noch andere Marken, machen einfach coole Düfte mit einer richtig guten Performance. Und der Torino 21, ich rieche das hier gerade schon, super schöner, grüner, minziger Start, leicht krautig. Ich finde den Torino 21 wirklich einen sehr, sehr coolen Duft für alle, die eben dieses Grüne in Düften schätzen. Es ist eine spannende Kombination aus Zitrone und eben anderen Kräutern, also nicht nur Minze, sondern wir haben auch Basilikum und Thymian mit drin. Für mich ist das so Erfrischung pur, so ein bisschen Limonade-Vibes mit frischen Gartenkräutern drin. Oder man sitzt so im Garten, hat vielleicht so einen schönen, frischen Pool oder Teich, der aber nicht muffig riecht. Ganz wichtig. Und nebendran ist so ein Kräuterbeet. Das ist das,
dass der Torino 21 mehr auslöst. Der hat schon auch aquatische Vibes, wie ich finde, aber das, was eben im Vordergrund steht, zumindest auch im ersten Riechen, sind eben diese grün-krautigen, gewürzigen Nuancen für mich. Ganz spannend ist, finde ich, dass eben nach diesem zitrisch-grünen, minzigen, frischen Start der Duft schon auch in eine aquatische Richtung sich wandelt. Also der kriegt schon auch Duschgel-Vibes, der wird ein bisschen runder, der geht weg von so einem richtig grün, frisch, hellem, bekommt ein bisschen einen Körper und ich meine mir einzubilden, die schwarze Johannisbeere auch mit rausriechen zu können. Die haben nämlich was leicht Saures mit drin. Vielleicht ist es auch die Kombination eben aus Zitrone und schwarzer Johannisbeere und dann mit einem schönen Moschus abgerundet. Cooler Duft. Auch ein perfekter Alltagsduft. Also alle, die wir bisher gerochen haben, sind super im Alltag zu tragen. Angenehme Sillage, aber Haltbarkeit richtig gut. Wir bleiben noch einmal bei Xerjoff, bevor wir die Marke einmal switchen. Ja, bei dem 40 Knots von Xerjoff könnte man jetzt vielleicht denken, das ist so ein Bilderbuch-Aquat. Bestimmt ist das so ein Aftershave-Duschgel-Parfum, was einfach ein Aquat durch und durch ist. Und ja, natürlich hat er was Aquatisches drin, aber der 40 Knots von Xerjoff ist alles andere als irgendwie so ein Standard-Aquat, sondern der ist wirklich richtig besonders. Man sprüht den, man bekommt was Würziges, was auch Blaues, Frisches, aber auch was Süßes in die Nase. Das ist eine geile Kombination und ich habe nicht zu viel versprochen. Es ist kein klassischer Aquat. Es ist ein Duft mit ganz vielen Facetten. Der Honig in diesem Duft, der ist so geil. Der hat einen frischen Vibe, aber eben auch was süß, vielleicht für manche auch so leicht kratziges. In meiner Nase fühlt sich das zumindest so ein bisschen an, was den Duft aber richtig cool macht. Und ich finde, der 40 Knots ist wirklich auch ein Duft, den man super auch zum Ausgehen tragen kann, eben weil er dieses Besondere mit einem vollmundigeren Honig auch mit drin hat und für mich was leicht Würziges auch. Ich finde, das ist ein frischer Duft, der so leichte Salzpartikel auf jeden Fall widerspiegelt und eben was Mehriges im Hintergrund hat, aber eben dieses süße, würzige, fast schon ein bisschen rauchige, ist einfach geil. Cooler Ausgehduft, kann man theoretisch auch überall hintragen. Ich finde, der ist von der Sillage her, aber auf jeden Fall auch richtig intensiv. Der ist schon auch wirklich da und Haltbarkeit, was soll ich sagen, zweistelliger Bereich. Wirklich, also diese Düfte, die wir auch bisher gerochen haben oder auch der 40 Knots insbesondere, der hält einfach bombastisch. Der begleitet dich definitiv den ganzen Tag richtig zuverlässig. Ich habe es versprochen, wir machen einen kleinen Switch von der Marke und zwar gehen wir zu Simone Andrioli und ich habe mich wirklich entscheiden müssen zwischen dem Silver Marble und dem Ocean of a Midnight Moon. Aber ich habe mich dieses Mal für den Ocean of a Midnight Moon entschieden. Das ist auch ein richtig cooler Aquat, der auch auf jeden Fall grüne Nuancen mit drin hat. Die Flasche ist zu groß für meine Hände. So, kriegst mal hin. Im ersten Riechen, ich finde, da fühlt man sich dem Meer wirklich nahe. Wir haben so Salzakkorde auf jeden Fall, maritime Noten, leichte bittere Noten, vielleicht durch Petitgrin. Ich weiß es nicht ganz genau, aber eine tolle Kombination. Weitaus nicht so süß natürlich wie der 40 Knots. Also das ist wirklich so ein Duschgel-Duft, wieder ein erfrischender Duft. Einer, der viel Zitrus auch mit drin hat. Und ja, man hat auch eine zitrische Note auf jeden Fall mit drin, aber nicht so intensiv. Also das ist jetzt kein so ein klassischer zitrischer, frische Kick, der da kommt. Der ist frisch, aber der hat wirklich was Mehriges, was Salziges, leicht Zitrisches. Aber der nimmt einen wirklich mit aufs Meer. Und was dann reinkommt, sind so leicht grüne, auch hier krautige Nuancen. Aber für mich nicht so krass wie bei dem Torino 21. Also hier ist wirklich dieses Meerige eher im Vordergrund. Und im Verlauf kommt eher so was Tanniges, leicht Holziges, vollmundig Grünes mit rein. Wir haben ja auch Balsamtanne mit drin oder auch Moos. Das ist schon eher das, was der Duft für mich ausmacht. Der ist nicht quietschig grün, hell, sondern eher ein bisschen tief, eher ein bisschen dunkelgrüner mit diesen schönen grünen Nuancen. Cooler Duft. Unterstützt wird das Ganze auf jeden Fall durch Patchouli. Wir bekommen leicht erdige Nuancen im Verlauf mit rein und auch durch Wildleder. Das ist jetzt kein klassisch ledriger Duft, das nicht. Aber ich finde, Leder bringt nochmal so was leicht Herbes,
was irgendwie Abgewetztes nochmal mit rein. Für mich auch tendenziell tatsächlich eher ein männlicher Duft. Mich würde es wirklich mal interessieren, ob hier in der Community vielleicht auch Frauen sind, die sagen, hey Lisa, ich stehe total auf solche klassischen Aquaten, die man vielleicht eher in die männliche Richtung einordnen würde. Und dabei spreche ich jetzt nicht so von einem Pacific Rock Moss, der wirklich was schön Süßes noch mit drin hat, sondern wirklich von so ein bisschen herberen Düften. Lasst es mich mal wissen, würde mich mega interessieren, weil ich will da auch niemandem irgendwie zuvorkommen und sagen, hey, der ist komplett männlich. Aber meine Nase sagt mir vielleicht eher männlich. Ich kann natürlich auch nur davon ausgehen, würde ich ihn jetzt tragen oder nicht, unabhängig davon, ob er mir gefällt oder nicht. Und bei dem Ocean of a Midnight Moon würde ich schon sagen, es ist schon tendenziell auf jeden Fall eher ein männlicher Duft, aber richtig schön zu riechen. Und weil ihr das immer so feiert und ich es wirklich liebe, euch eine Freude machen zu können, ich kann es total nachvollziehen, dass man nicht alle Düfte immer gleich ausprobieren kann, wenn man die hört, habe ich auch heute ein Gewinnspiel für euch dabei. Bitte lasst mich einfach in den Kommentaren wissen, welchen der Düfte ihr ausprobieren wollt. Voraussetzung für die Teilnahme: abonniert den Channel, lasst eben einen Kommentar da, gebt einen Daumen hoch, dann verlose ich auf jeden Fall wieder einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Ganz, ganz viel Glück. Wir machen einen letzten Abstecher nochmal zu Xerjoff zurück. Sorry, aber der musste auf jeden Fall noch mit. Und zwar geht es um den Kobe von Xerjoff. Ein wirklich sehr, sehr cooler Duft, wo vielleicht so die Orangenfans auch auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen könnten. Das ist ein krasser Start bei diesem Duft. Wir haben auf jeden Fall schon was Zitrisches mit drin, aber wir haben Harz in der Kopfnote. Krass. Das ist so ein krasser Start, wirklich. Das ist fast nicht in Worte zu fassen. Das hat für mich so ein bisschen wie so Sonnenvibes. Kann man sich das vorstellen? Wie so Sonnenstrahlen, die sehr zitrisch unterlegt sind und was Solares haben. Boah, ich glaube, ich spreche in Rätseln, gell? Krass. Der Duft ist wirklich krass, finde ich. Der Duft ist ein balsamischer Sonnenstrahl, der unterlegt wird mit holzigen Noten. Man kann das nicht in Worte fassen. Diesen Kobe, den muss man ausprobieren. Und bitte tu mir einen Gefallen. Wenn du den Duft das erste Mal aufsprühst, könntest du dir wirklich ernsthaft die Frage stellen, ob ich komplett verrückt bin, diesen Duft zu empfehlen. Ja, der erste Sprüher von diesem Duft ist wirklich, ich sag mal, vielleicht gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, was Nischendüfte angeht. Das ist eine gewöhnungsbedürftige Kombination, aber vertrau mir und gib dem Duft ein bisschen Zeit. Der wird so weich, rund, balsamisch, hell, mit fruchtigen Nuancen aus eben Bergamotte und vor allem Orange. Ich finde, die Orange riecht man wirklich raus. Die ist aber auch total abgerundet. Und dann kommt eben mit Petitgrain was leicht bitteres, herbes mit rein und dann noch die holzigen Noten. Das ist ein cooler Duft, ein abgerundeter Duft, ein Duft, wo auch weiße Blüten mit drin sind. Wir haben hier schon auch was leicht Süßes mit drin. Deswegen, für mich ist der Kobe tatsächlich unisex zu tragen. Ich kann mir den sehr, sehr gut auch an Frauen vorstellen. Auch wenn jetzt vielleicht ein paar sagen, hä Lisa, ich glaube, der ist eher für Männer geeignet. Aber es gibt ja genug Frauen da draußen, die wirklich so ein bisschen was Herbes mögen. Bin gespannt, ob ihr das auch so seht. Da könnte ich es mir vorstellen, eben weil wir weiße Blüten auch mit drin haben. Aber im Verlauf wird er natürlich schon herber, ein bisschen dunkler, ein bisschen ambriert. Also ja, da ist schon auch Power da, aber wirklich, also wenn du auf der Suche bist nach einem Duft, der eben nicht 0815 ist keiner der Düfte, den ich dabei habe, ja, aber der Kobe, da muss man sich schon drauf einlassen. Ich bin gespannt, wer von euch den Duft schon mal ausprobiert hat und was ihr dazu sagt. Wir switchen nochmal die Marke und gehen zu Parfums de Marly. Und zwar habe ich den wunderschönen Greenly mit dabei. Und wie ihr es euch vielleicht vorstellen könnt anhand des Namens, ist da natürlich was Grünes auf jeden Fall mit drin. Und nein, es sind keine Blätter, Tannen oder ähnliches, sondern es ist ein schöner grüner Apfel, der im Start ganz toll unterlegt wird mit Bergamotte. Das heißt, wir haben wirklich einen sehr, sehr frischen, aber eben auch leicht fruchtigen, sauren Start durch diesen grünen Apfel. Ich mag es total gerne, richtig saftig, sehr erfrischend. Was zumindest im ersten Riechen echt schön rauskommt, ist auch eine saftige Mandarine. Ich finde, der Duft wird aber im Verlauf ein bisschen weniger saftig. Ja, er ist frisch und er bleibt auch frisch. Er bekommt aber schöne holzige Noten auch hier mit rein. Ihr seht schon, gerade bei diesen frischen, aquatischen oder auch grünen Düften ist einfach eine holzige Note wirklich eine perfekte Ergänzung. Die meisten von den Düften, die ich dabei habe, hat das ja tatsächlich. Ich finde, das passt aber auch wirklich gut zusammen, weil irgendwo muss man natürlich auch die Performance im Verlauf herholen.
und damit setzt sich der Duft natürlich auch ganz, ganz schön auf die Haut. Auch hier in dem Duft, wie bei anderen, die wir davor auch gerochen haben, ist auch Petitgrain mit drin. Auch hier finde ich, wir haben so was leicht Bitteres, also was leicht grün-zitrisch-bitteres. Ich für meinen Teil mag das total gerne. Ich finde gerade so in den wärmeren Jahreszeiten erfrischt es eher und gibt nochmal so einen frischen Kick. Und ich finde der Greenlee, ja, super Alltagsduft, richtig gute Performance. Also auch hier ist die Haltbarkeit wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wir kommen zu einem Duft, bei dem man sich auch auf jeden Fall darauf einlassen sollte, die ganze Duftentwicklung abzuwarten. Und zwar ist es der Eden Falls von Maison Micallef. Das ist wirklich ein Duft, der tut sich wahnsinnig viel im Duftverlauf. Es lohnt sich wirklich immer mal wieder auf die Haut zu riechen und zu schauen, welche Duftkomponente gerade so das Sagen hat, weil da passiert schon relativ viel, ist aber vielleicht auch ein Duft, der so ein bisschen die Gemüter spalten könnte. Der Duft startet auf jeden Fall pfeffrig, würzig, leicht unterlegt eben mit zitrischen Nuancen aus Bergamotte und Mandarine. Aber was auf jeden Fall für mich rauskommt, ist das leicht herbes, bitteres auch, ganz, ganz leicht seifig, aber es ist kein seifiger Duft, also keine Sorge, durch Koriander. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja eigentlich nur die Koriander lieben und die ihn hassen. Ich würde mich zu letzterem hinzuziehen. Ich kann es wirklich im Essen überhaupt nicht ausstehen. Ich bin da so im Freundeskreis gelandet, wo alle echt Koriander hypen und ich so ein bisschen raussteche, mir immer ein bisschen doof vorkommen. Bitte lass mich nicht im Stich, sag mir mal, ob du Team Koriander oder Team Kontra Koriander bist. Würde mich mega interessieren. Aber die gute Nachricht ist, für alle, die sagen, Lisa, mir geht's auch so, ich mag Koriander auch nicht, in dem Duft sticht mir das nicht negativ in die Nase, also wirklich nicht. Der Koriander gibt aber so einen ganz, ganz speziellen Twist auf jeden Fall rein. Und was auch besonders ist, ist, dass wir eben weiße Blüten mit drin haben, die für mich so einen leicht, ja, süßen, vollmundigen Touch nochmal mit reingeben. Es ist wirklich spannend, wobei eben dieses Würzige aus dem Pfeffer, der ja eben so zitrisch unterlegt ist, auf jeden Fall erstmal bestehen bleibt. Im Verlauf kommt dann auf jeden Fall eine Vanille auch mal mit rein, die natürlich dieses vollmundige schön unterstreicht und im Gegensatz dazu eben diese erdigen Nuancen auch aus einer Patchouli. Also ich finde für mich, das ist wirklich ein total interessanter Duft. Also da kann man hinsitzen, den kann man auftragen, da kann man einfach mal ein paar Stunden sitzen und immer mal wieder riechen und schauen, was sich da so entwickelt. Ist aber, denke ich, auch ein Duft, der so ein bisschen die Gemüter spaltet, weil das ist schon für mich so ein richtig guter Nischenduft, weil er eben so eine spannende Entwicklung mit drin hat. Bin gespannt, ob du dem Eden Falls mal eine Chance gibst. Von einem Nischenduft, der wirklich eine krasse Duftentwicklung hat, hin zu einem Duft, wo ich sagen würde, der ist ein bisschen linearer unterwegs. Und zwar ist es der Perseus von Parfums de Marly. Ich habe ihn trotzdem mitgenommen, obwohl ich ihn auch in mehreren Videos davor schon mal mit dabei hatte. Wenn du hier regelmäßig auf dem Kanal unterwegs bist, dann wirst du das gemerkt haben. Ich finde aber einfach, der Perseus ist wirklich ein Duft, der vielen gefallen wird. Das ist ein Duft, der wirklich so ein bisschen ein klassischerer, zitrischer, erfrischender Duft ist und ein Duft, da weiß man im ersten Riechen schon so, was man bekommt. Also da ist natürlich schon auch eine Duftentwicklung mit drin, aber jetzt weitaus weniger wie zum Beispiel bei dem Eden Falls. Trotzdem soll es jetzt nicht heißen, dass der schlechter ist, auf gar keinen Fall. Ich möchte ihn einfach nur mitnehmen, weil ich finde, dass man mit dem Perseus wirklich einen richtig, richtig guten Freshie für den Sommer bekommt, der auch einfach eine super Haltbarkeit hat. Also da bekommt man einfach viel dafür und den kannst du wirklich immer tragen. Wir haben hier im ersten Riechen was Zitrisches, leicht Bitteres. Wir haben nämlich Grapefruit in Kombination mit Bergamotte. Und jetzt soll mir mal jemand sagen, wie schwarze Johannisbeerknospe riecht. Für meine Nase fühlt sich das so an, als wäre da wirklich eine Johannisbeere mit drin, die eben eine Säure mit reingibt, aber irgendwie auch eine leicht grüne Nuance. Ist ganz, ganz spannend. Dadurch wird er natürlich zitrisch, ein bisschen fruchtig, frisch und auch saftig. Das Ganze wird unterstreicht auch durch eine Mandarine, die eben dieses Saftige auch nochmal mit reingibt. Aber auch hier haben wir im Verlauf eben Hölzer mit drin. Haben ja ganz viele von den Düften hier. Es passt einfach super zusammen, ne? Dieses Zitrische oder dieses Aquatische dann in Kombination mit den Hölzern, was eben eine gute Haltbarkeit dann auch auf der Haut gibt und so ein bisschen was Herbes, Tiefes nochmal mit reingibt. Das kommt in dem Duft auf jeden Fall auch mit raus. Gespickt mit einer Rosengeranie, was leicht Süßes, Saures ist in dem Duft auf jeden Fall mit drin. Deswegen für mich auch ein wirklich richtig guter Unisex-Duft. Also da mache ich gar keine Einschränkungen, passt für alle Geschlechter und für jeden Anlass und hält einfach Bombe. Also ja, was soll ich sagen, der Perseus ist vielleicht kein klassischer, nischiger Nischenduft,
sondern ein bisschen mainstreamiger, aber hey, er ist wirklich gut. Nischiger wird es dann auch beim letzten Duft, und zwar ist es der No Cologne von Fugazi. Und das ist auf jeden Fall auch ein Duft, da lohnt es sich, die Duftentwicklung mal abzuwarten und immer mal wieder an der Haut zu riechen. Was hier nämlich im ersten Riechen so als Vibe rüberkommt, ist definitiv Cannabis. Es ist was Süßes, Grünes, unterlegt aber mit zitrischen Noten. Auch hier haben wir Zitrone, Grapefruit, also hier volles Potpourri. Und was dann aber eben in der Nase bleibt, ist schon so ein bisschen der Cannabisgeruch. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so durch die Stadt durchlaufe und ich rieche da Cannabis, dann ist es jetzt nicht so, dass ich sage, boah, finde ich richtig geil. Aber dem Duft stört es mich nicht, weil wir haben wirklich was schön fruchtig, frisches, zitrisches dann irgendwie mit drin. Und was dann relativ schnell mit reinkommt, ist für mich so ein schöner Ingwer. Eine leichte Schärfe, der drängt sich nicht in den Vordergrund, aber eine leichte Schärfe kommt da rein. Ich finde, das ist eine geile Kombination. Wir kriegen was Vollmundiges mit rein, also im Gegensatz zu den klassischen aquatischen Düften, die wir gerochen haben, sticht der No Cologne auf jeden Fall raus. Der ist vom Körper her runder, der ist vollmundiger, der hat schon was sehr Süßes, aber eben was süß, fruchtig, Zitrisches. Vielleicht ist es so eine Limonade mit relativ viel Sirup, aber trotzdem ist so eine Minze oder was Grünes nochmal mit drin. Das ist vielleicht das, was der No Cologne so ein bisschen widerspiegelt. Für mich ein cooler Duft, super unisex auch, eben weil er was Süßes mit drin hat. Perfekt auch von Frauen zu tragen, also keine Sorge, ich habe hier nicht nur Power Freshies für Männer dabei, sondern auch für Frauen. Wenn du auf der Suche bist nach einem besonderen Sommerduft, dann könntest du auf jeden Fall den No Cologne schon mal ausprobieren. Im Verlauf wird er aber auch so ein bisschen herber auf jeden Fall und dieses richtig Süße geht dann schon auch weg. Ich hoffe, ich habe auch für dich einen Duft dabei, der dir Inspiration gibt, der dich vielleicht neugierig gemacht hat, und denk dran, beim Gewinnspiel mitzumachen. Ich wünsche dir viel Glück und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao!